Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte heute eigentlich zu einem anderen Bach. Dann bin ich zu spät losgekommen, die Tage sind schon sehr kurz. Und so sind wir wieder zurück an dem Bach, an dem wir bestimmt Gold finden werden. Ich habe mir heute mal vorgenommen, ein bisschen links und rechts davon zu gucken, vielleicht sogar in die Rinne reinzuschaufeln, weil heute ist ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen mehr Strömung. Und eigentlich wollte ich das schon länger mal ausprobieren, habe es aber noch nie gemacht. Ob das funktioniert, wenn ich einfach ungesiebt in die Easy Sluice von Prödmi rein schaufel. Wir probieren es mal aus und sehen uns gleich wieder. Also, wir haben ja hier immer wieder so eine Linie von großen Steinen. Also hier ganz besonders. Ja. Und da ganz hinten, da haben wir ja letztes Mal geschaufelt. Das ist heute so ein bisschen überflutet, deswegen sehe ich, dass es mehr Wasser ist. Jedenfalls kann man hier vermuten, dass die Goldlinie hier an diesen größeren Steinansammlungen entlang läuft. Und das würde mit anderen Worten bedeuten, dass wir, wenn wir hier unsere Rinne setzen, da wo es strömt, dass wir dann schon mal antesten könnten, ob direkt daneben, also hier, ob wir direkt daneben einfach mal drauf losschaufeln können. Jedenfalls werden wir das mal ausprobieren und wenn das nicht klappt, können wir immer noch an der alten Stelle weiter graben. Rechts davon bin ich letztes Mal gar nicht dazugekommen. Das heißt, es erwartet uns auf jeden Fall ein schöner Tag, an dem wir ein bisschen Gold finden werden. So. Dann schauen wir mal. Okay, also es scheint zu funktionieren. Wir kippen das jetzt mal direkt hier rein und gucken, ob an der Stelle hier direkt an der Rinne auch was zu finden ist. Und wenn dem so sein sollte, zeige ich euch das gleich mal.
kommt zumindest das Material. Ja, hier ist in der Regel das Gold drin. Schauen wir mal. So, jetzt habe ich mein Loch so ein bisschen vergrößert und direkt eben reingeschaufelt. Ich zeige euch mal das Loch. Das ist hier. Ja, also direkt neben der Rinne. Ich habe mal wieder beide Rinnen aufgebaut. Ich glaube aber gar nicht, dass wir die heute beide brauchen. Aber man sieht, okay, es ist jetzt vielleicht nicht so viel wie sonst, aber wir haben hier ein relativ großes Stück, direkt dahinter ein kleines. Auch hier sehe ich eins und da zwei kleine, noch ein paar winzige hier in der Mitte. Dadurch, dass wir Zeit sparen, indem wir nicht vorsieben, mache ich jetzt mal weiter und probiere vielleicht noch die ein oder andere Stelle aus. Das sehen wir dann. Ihr seht, was passiert, wenn man direkt reinschaufelt. Die Rinne verstopft total schnell. Das ist natürlich, wenn man vorsieht, überhaupt gar nicht so. Da kann man ziemlich lang reinschaufeln, bevor man es mal freikehren muss. Aber hier muss man das immer wieder mal machen. Eigentlich alle 3-4 Schaufeln. Sonst stoppt man hier den Austausch. In den letzten Riffeln ist zwar nur sehr, sehr wenig Gold. Aber wenn der Austausch sich nach oben hin blockiert, ist schlecht. Ich hab Gold in der Rinne, aber ich habe die dicksten Flitter gleich mal abgesaugt, weil durch das Reinschaufeln mit den schweren Steinen ist so die Frage, ob so ein aktives System die wirklich behalten würde. Ich glaube es jetzt nicht. Kleine Rinne nutze ich im Augenblick eigentlich vor allem um Steine frei zu waschen, die großen zumindest. Wenn ihr Steine, jetzt putzelt er raus, wenn ihr Steine rausnehmen müsst, nach oben abheben, nicht durchwischen, dann verliert man nämlich auch Gold. Ihr seht, wird es hier schon wieder verstopft. So, jetzt habe ich mein Loch in die Richtung erweitert und jetzt passt mal auf. Ja, davor habe ich hier einen wunderschönen Quarzbrocken rausgeholt. Aber jetzt schaut mal an, was in den letzten Schaufeln drin war. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Ja, Riesennagel und solche Eisenteile hier, ganz viele. Werde ich jetzt mal einsammeln. Das gibt es gar nicht.
Ja. Ich meine, immerhin weiß ich, dass sich an dieser Stelle die schweren Materialien konzentrieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das auch in Gold auszahlt. Wir werden sehen. Schauen wir mal. So, ist nochmal herrlich geworden draußen. Über 10 Grad. Ich zeige euch mal das Gold. Also die Rinne arbeitet wirklich gut. Da kann man gar nichts sagen. Strömung passt. Hier ist auch einiges. Also hier jetzt gerade so freigespült, gerade im allerersten Griffel hier unten ist noch einiges drin. Auch bei da drunter. Hier oben sind 2 Stück nebeneinander. Trotzdem bin ich jetzt schon sehr gespannt aufs Gesamtergebnis. Ich habe relativ viel geschaufelt und hatte schon das Gefühl, dass immer mal wieder Teilchen abgehauen sind, aber vielleicht sind sie weiter hinten in der Rinne. Ich habe hier mit meinem Loch von hier nach hier gearbeitet und am Ende des Tages vor allem eine große Ausbeute an Eisen, spitzen Nägeln, lauter Zeug, bei dem man sich doch übel verletzen kann. Das muss ich euch jetzt doch noch zeigen. Ich habe nämlich die kleine Rinne heute nur benutzt, um von der Schaufel größere Steine, an denen noch Lehm und Erde klebte, abzuwaschen. Sonst habe ich da gar nichts gemacht. Und siehe da, also das sind doch einige Flitter hängen geblieben. Das sollte man also immer machen. Macht eh jeder, aber man sieht jetzt mal direkt das Ergebnis. Schöne Sache. Beim Auswaschen wende ich ja immer Pan in Pan an, also von Pfanne in Pfanne, wenn ich am Bach das Ganze bewerkstellige. Und in meiner Pfanne, in der ich irgendwie jetzt gerade irgendwie reingewaschen habe, schaut euch mal das an. Das ist das größte Stück, was ich hier je gefunden habe. Das werde ich daheim mal nachmessen. Das ist mit Sicherheit über 2 mm groß. Ja, also immer, wenn ihr am Bach auswascht, Pan in Pan. So, das ist jetzt der Schluss, der Rest, der ausgewaschen werden muss. Oh, das ist auch noch mal ein großes. Hier. Am Ende des Eimers konzentriert sich ja doch immer das meiste, weil selbst im Eimer das Schwere dann ratzfatz sich seinen Platz sucht. Also es war doch ein recht erfolgreicher Tag. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da so viel hängen bleibt beim Reinschaufeln. Ich hatte die größere Befürchtungen, dass das alles durchgereicht wird. Aber kann man sich mal merken, wenn man keine Lust hat vorzusieben, dauert ja doch erheblich länger. Also mit der Rinne ist es zumindest möglich. Mein großes Stückchen haut mir immer wieder nach unten ab. Aber schaut mal, es ist doch einiges wieder drin. Zu Hause gucken wir uns dann das Gesamtergebnis an. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, macht es gut.
und ciao. Das ist das Tagesergebnis. Also dieser hier ragt über alles hinaus, den werde ich gleich mal noch abmessen. Ansonsten kann man sagen, man kann schon reinschaufeln. Ist gerade was, wenn man irgendwie keine Geduld hat, wenig Zeit. Aber beim Vorsieben war beim letzten Mal mehr drin, wenngleich ich ähnlich lang am Bach war. Aber sehr schönes Ergebnis. Also das Stück hat tatsächlich 3 mm auf 2 mm Höhe. Das ist bisher mein größtes.